Herzlich willkommen an Bord der Grand Sturdy 500 Sedan, unser neuestes Modell und die größte Sedan, die Linsen je gebaut hat. Gerne möchte ich euch alle besonderen Merkmale dieses Schiffes zeigen. Wir fangen mal an außenrum und dann gehen wir von der Plicht aus nach vorne und zeigen wir euch alle besonderen Merkmale. Ein ganz besonderes Element von dieser Grand Sturdy 500 Sedan ist der One-Touch Cockpit Cover. Das heißt, dieses Cabrio können Sie elektrisch in zwei Teilen offen machen und schließen und hier aufbewahren an der Seite, damit es ganz aufgeräumt ist und nett. Ich zeige Ihnen. Erst muss ich ein paar Knöpfe öffnen und einen Reißverschluss. Und dann können wir ganz einfach das Cabrio öffnen. Mit dieser Fernbedienung können wir den Steuerbord- und Backbordseite des Cabrios öffnen. Zuerst machen wir die Steuerbordseite. Steuerbord steht hier das erste Leucht und dann Close or Open, also Open. Wir öffnen diesen schönen Box zum Aufbewahren und das Cabrio schiebt da einfach rein. Wir nehmen das Teil zusammen und so. Das ist das erste Teil. Die Backbordseite. Und fertig. Kein Cabrio mehr hier. Und keine Knöpfe und keine Reißverschlüsse. So ganz schön aufbewahrt. Hier in der Ecke und da in der Ecke. Und jetzt haben wir das Komfort von draußen in der Plicht. Ein anderes besonderes Merkmal dieser Grand Sturdy 500 Sedan sind die neuen Bifold Vario Doors. Eine vierteilige Tür, die man ganz öffnen kann. Ich zeige es Ihnen. Jetzt hat man ganz viel Platz und alles offen nach der Cockpit und der Salon. Zusätzlich können wir da noch einen extra Sitz für in der Plicht kreieren und sogar ein zweites oder hier draußen zusätzlich es gemütlich machen mit ganz vielen Leuten. Jetzt haben wir alles so schön geöffnet, also Salon und Plicht sind eins, aber natürlich möchten wir gerne die Mücken draußen halten und nicht hier innen ins Interieur. Dafür haben wir hier auch noch das Mückengitter versteckt. So hat man trotzdem Luft und Licht, aber die Mücken bleiben hier und nicht drinnen. Standard ist die Grand Sturdy 500 Sedan ausgerüstet mit einem festen Tisch, nicht lackiert. Dieser Kunde hat gewählt für einen Tisch, der sackend ist, wo man einen schönen Lounge-Bereich machen kann und auch noch hochglanz lackiert. Ich zeige Ihnen mal, wie wir das umbauen zu einem Loungebett. Die Bedienung ist hier. So lassen wir den Tisch sacken bis zum Ende. Das Kissen wird geliefert in eine Tasche, kann man also ganz einfach stauen hier unten in der Plicht oder vielleicht in die Gästekabine, wenn da keine Gäste sind.
So, nehmen die Kissen raus und so, jetzt haben wir ein schönes Loungebett. Dieses Sedan ist auch ausgerüstet mit ein schönes E-Vario-Deck, ein großes elektronisches Schiebedach, was dafür sorgt, dass Sie innen auch ganz viel Außenluft und natürlich Licht haben. Die Bedienung des Vario-Decks ist ganz intuitiv und One-Touch. Sie drücken diese Taste und dann öffnen. So, wenn Sie das Vario-Deck geöffnet haben, können Sie wählen, ob Sie Mückenschutz oder Sonnenschutz möchten. Oder beides, wie wir das hier jetzt gemacht haben. An der Backbordseite haben Sie einen großen U-Salon-Sofa mit 2 extra Sitze dabei. Für gemütlich zu sitzen, zu essen oder vielleicht zu frühstücken. Können Sie aber auch draußen machen. Oder vielleicht hier. Wenn Sie zu zweit sind, können Sie hier ganz gemütlich frühstücken oder vielleicht arbeiten. Es gibt hier auch 230 Volt und eine USB-Steckdose unter diesem kleinen Desk- oder Frühstückstisch. Wenn man abends gemütlich zusammen hier auf der U-Sofa Fernsehen gucken möchte, geht das, weil hier in diesem Schrank, in der Lift, ist unser Fernseher versteckt. Die neue Grand 500 Sedan hat zweimal die Linsen Slide and Pop Outdoor. Die Schiebetüre, beide an Steuerbord- und Backbordseite. Ganz einfach zu öffnen und zu schieben. Und so hat man quer Belüftung und Durchgang durch das Schiff. Wenn ich hier die Schiebetür öffne, am Steuerstand, kann ich auch ganz einfach diese Klampe erreichen. Also Schleusen kann man ganz alleine machen, theoretisch. Aber es ist natürlich immer bequemer und gemütlicher zu zweit. Auch wenn wir länger reisen, kann ich hier unseren Smart Helm Console benutzen. Hier kann ich den Tiller, den Autopiloten bedienen und die Plotters, damit ich nicht immer aufstehen muss und hier reichen muss. Ganz bequem, ganz einfach. Ich schiebe das Teil wieder rein und kann trotzdem noch schnell aussteigen. Weil wir natürlich nicht alle gleich groß sind oder gleich klein, kann man auch den Steuersitz nach vorne und nach hinten bewegen, damit man ganz bequem lenken kann. Sogar für meine Länge ist das geeignet. Wenn wir diese Treppe hier mit Zugang zum Vorderschiff öffnen, haben wir noch Zugang zu einem geheimen Stauraum. Im Eignerkabine hier im Buch gibt es auch einen Fernseher. Der ist aber hier versteckt. So kann man ganz bequem vom Bett aus zu zweit Fernsehen gucken. Und wieder schließen, einfach drücken. Hopp. So. Natürlich geben wir Ihnen auch noch einen Blick ins Maschinenraum hier unten. Jede Linse hat ein sehr aufgeräumtes und organisiertes Maschinenraum. Die ist aufgebaut konform die Linsen 10 Main Modules Prinzip.
Bei Linsen sind wir schon längst bekannt für unseren super Stauraum unten in der Plicht. Jetzt bei dieser neuen 500 Sedan haben wir das aber noch vernünftiger gelöst. Der Stauraum ist aufgeteilt. Wir werden Ihnen das zeigen. Teilweise können Sie selber aufbauen, was Sie da stellen wollen. Und am Backbord- und Steuerbordseite haben Sie Aufbewahrboxen, die Sie da ganz einfach hinstellen können und die auch sehr fest montiert sind. Gehen Sie mal mit. Die Treppe, die Zugang bietet, ist auch ganz sicher montiert. Man kann einfach so runterlaufen. Was sehr vernünftig ist von diesem Teil vom Stauraum, man kann hier alles wegnehmen. Dann kann man zum Beispiel eine Rettungsinsel oder Fahrräder in Taschen hier lagern. Dann muss man hier diese Teile einfach wegnehmen und so weiter. Oder man macht es so, wie es jetzt ist. Und dann kann man noch mehr von diese schöne blaue Aufbewahrboxen oder anderen hier dazwischen stellen, damit die nicht schieben. Die Grensoirdy 500 Sedan hat standardmäßig 8 Solarpaneele auf dem Dach. Hier auf diesem Schiff sehen Sie 16 Solarpaneele. Das sind 8 optionelle zusätzlich. Die Standard 8 Paneele, die sind verteilt auf 2 Quadranten. Also wenn Sie die 16 Paneele haben, sind sie auf 4 Quadranten aufgeteilt. Und deswegen liefern sie fast immer, auch wenn da eine Blockade, ein Baum oder Schatten ist, liefern doch das größte Teil der Paneele noch immer Strom. Sie können hiermit eigentlich fast unabhängig und autark fahren mit diesem Schiff, was natürlich sehr gewünscht ist bei einem Traveler in dieser Klasse. So, jetzt haben Sie die 15 besonderen Merkmale der Grensoirdy 500 Sedan gesehen. Sie sehen hier in Produktion gibt es noch 2 Einheiten hier im Bau. 2 sind schon geliefert worden. Gerne laden wir Ihnen ein, uns zu besuchen, das Schiff anzusehen und vielleicht über die schönen Merkmale mit uns weiterzusprechen. Für mehr Info können Sie auf unsere Webseite gehen oder die Films auf YouTube zurücksehen. Herzlichen Dank und bis bald in Maasbracht.